Hallo und herzlich willkommen zu Rund ums Drehen. Mein Name ist Felix Schneider und ich darf euch heute begrüßen zu folgendem Video. Gaußsche Normalverteilung. Nur, jetzt stellt ihr euch die Frage, was hat Gauß mit der Fertigung von Drehteilen oder generell mit Fertigungsprozessen zu tun? Ich werde es euch im Video erläutern. Kurz Geduld und los geht's. Wir haben aus dem letzten Video den Bolzen benutzt als Beispiel. Heute spielt dieser Bolzen mit seiner Länge auch wieder eine grundlegende Basis für unser heutiges Video. Ich zeige euch jetzt, was ich meine. So, ihr erinnert euch bestimmt noch an den Bolzen, der vorhin hier abgebildet war. Dieser hat die Gesamtlänge von 67 plus 0,3 minus 0,3. Das heißt, er hatte eine Toleranz von 66,7 bis 67,3. Das war dessen erlaubte Länge. Nun bin ich hingegangen und habe 40 Stück vermessen. Hier seht ihr die Auflistung. Die Zahl vorne bedeutet, das war der Bolzen Nummer 1, komplett wahllos herausgegriffen. Und dieser hatte die Länge 66,73. Mir geht es hier bei der Messung nicht um die Reihenfolge. Das ist für etwas anderes wichtig, aber dazu in einem anderen Video gerne mehr. Hierbei ist es mir nur wichtig, über die Messwerte zu einer Verteilung zu kommen, zur Gaußschen Normalverteilung. Für uns ist diese Urliste der erste Schritt. Wir gehen hin, während der Fertigung entnehmen Teile aus dem Prozess und vermessen die mit dem richtigen Messmittel, sodass wir auch aussagekräftige Werte haben. Das ist der erste Schritt. Weiter geht's mit dem zweiten Schritt. Die Gaußsche Normalverteilung wird häufig in der Mathematik angewendet und wie in der Mathematik üblich ist es auch hier, dass wir einige unserer Kenngrößen rechnerisch ermitteln müssen. Das machen wir gemeinsam, somit wird es einfacher. Wir beginnen wieder hier mit einer mathematischen Formel. Das K gibt die Anzahl der Klassen an. Für uns ist jetzt wichtig, in wie viele Klassen können wir unsere Messwerte einteilen. Ihr müsst euch das wie Schubladen vorstellen. Wir sortieren jetzt die Bolzen in verschiedene Schubladen und die Schublade, die nachher am meisten Bolzen enthält, ist unser Maximum. Wir beginnen mit der Rechnung hier und zwar nehmen wir hier die Wurzel aus der Zahl 40 und kommen ungefähr durch Runden wieder auf die Zahl 6. Wir nehmen hier nur ganze Zahlen. Weiter geht das ganze Prozedere in dem nächsten Schritt. Zuvor haben wir die Anzahl der Klassen bestimmt, somit wieder die Anzahl unserer Schubladen. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie breit unsere Schubladen sein dürfen. Das heißt einfach die Klassenbreite bestimmen. Das können wir anhand einer Formel, die wir aus dem Tabellenbuch entnommen haben. Hier steht diese Formel. W ist gleich R durch K. Hier eine kurze Erläuterung dafür. Das R ist das Zeichen für Spannweite. Nur was ist die Spannweite? Die Spannweite oder auch englisch Range genannt, ist der Abstand von unserem höchsten Messwert zu unserem niedrigsten Messwert. Deshalb hier auch nochmal Xmax minus Xmin. In unserem Fall ist unser Messwert, unser größter Messwert 67,29 minus 66,73. Somit ist unser Range 0,56 mm. Das ist nur noch mal kurz die Erklärung dieses Begriffs. Weiter geht es hier auf dieser Seite mit der Berechnung. Wir haben die Formel. Wir setzen in die Formel für das R den Begriff Xmax minus Xmin ein, wie eben hier auf der Seite. Dann setzen wir die Zahlen wieder ein, dividieren das durch 6, weil das ja unsere Anzahl der Schubladen ist, bzw. Anzahl der Klassen, und kommen somit auf einen Wert von 0,093. Wir runden das ein bisschen auf 0,1, sodass die nachfolgenden Schritte etwas einfacher sind. Und weiter geht's. Jetzt sind wir schon am Ende des zweiten Schrittes und sehen vor uns gleich die fertige Strichliste. Nochmal Revue passieren lassen, was wir gemacht haben. Wir haben die Anzahl der Klassen bestimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt, wunderbar. Wir haben die Klassenbreite bestimmt. Dieser Abstand hier ist immer 0,1 mm, wie vorhin berechnet. Das ist unsere Klassenbreite. Nun gehen wir hin und sagen, welche unserer Messwerte aus der Urliste
passen da hinein. Wir sehen jetzt zum Beispiel, in der Klasse 1 hat sich nur ein Messwert befunden, der dazwischen reinpasst. In der Klasse 2 waren es bereits 3. In der Klasse 3 sind es schon 11. In der Klasse 4 werden es immer mehr. Waren es schon 13. In der Klasse 5 sind es wieder 10 Stück. Und in der Klasse 6 waren es 2. Wenn ihr euch das schon mal anschaut, seht ihr ungefähr, wo die Reise jetzt hingeht. Und zwar haben wir hier wenige, hier haben wir mehr und hier haben wir wieder wenige. Aber das stellen wir gleich noch ein bisschen besser dar. Zu guter Letzt kann man jetzt noch hingehen und errechnen, wie viel Prozent von den 40 innerhalb der einzelnen Klassen liegt. Das können wir auch noch kurz eintragen. Das hier sind 2,5%. So, somit sehen wir hier die Anzahl der Messwerte, die in diesen Klassen liegen, als Striche notiert. Das ist auch der Begriff Strichliste. Oder eben hier nochmal numerisch eindeutig niedergeschrieben. Und am Ende haben wir die prozentuale Verteilung. Ganz wichtig ist, dass hier am Ende, wenn wir das alles zusammen addieren, wieder 100% herauskommen. Daran erkennen wir, dass wir richtig gerechnet haben. Bis jetzt. So, jetzt sind wir beim dritten Schritt, dem sogenannten Histogramm. Wir sind kurz vor der Glockenkurve. Noch einige Minuten Geduld, dann haben wir es geschafft. Und zwar haben wir jetzt alles, was wir errechnet haben, gemessen haben und ausgewertet haben, haben wir jetzt alles vor uns, visuell eigentlich recht gut aufbereitet. Und somit können wir einfach Rückschlüsse daraus ziehen. Wir können sagen, in der Klasse 66,70 bis 66,80 hatten wir einen Messwert. Dieser eine Messwert macht relativ wenig zur Gesamtheit aus. Die Gesamtheit waren ja 40 Stück. Und auf dieser Achse sehen wir die Stückzahl, also 2, 4, 6, 8, 10 Stück. Und auf dieser Achse sehen wir die Messwerte. Die Glockenkurve, die gaußsche Normalverteilung, zeigt eigentlich immer eine Häufigkeitsverteilung in Abhängigkeit von einer Stückzahl oder jetzt eben hier von einem Messwert an. Somit sehen wir einfach, dass bei so und so viel Stück, bei dieser und dieser Länge, sich die Glockenkurve ergibt. Und jetzt kann man eigentlich den letzten Schritt vollführen und die oberen Ecken versuchen zu erwischen mit dem Stift. Und schon haben wir die Glockenkurve. Wichtig ist, dass die Glockenkurve meistens nicht die untere Achse schneidet, weil es kommt immer darauf an, wie breit der Bereich ist, den man momentan anschaut. Für die Fertigung und für unsere späteren Videos ist es wichtig, dass ihr verstanden habt, dass so eine Glockenkurve oder auch eine Normalverteilung für eine Prozessbeurteilung, eine Fertigungsprozessbeurteilung sehr, sehr wichtig ist. Das war mal das Video zur gaußschen Normalverteilung. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, fragt irgendwelche Dinge, die ihr braucht. Wir helfen euch. Und im nächsten Video behandeln wir die Streuung und die Standardabweichung. Vielen Dank.